Ja, heute wir sind bei Stanlees PubTalk Nummer 8 in der Dublin Inn am Markt hier in Hannover. Und ich habe wirklich zwei Top-Gäste hier. Ich habe die Lord Mayor of Hannover und Vater Heinrich aus der List dabei heute. Aber als musikalische Gäste, ich habe zwei Musiker von der hannoveranischen Funkband QBIC. Das hat als 20-jähriger Jubiläum letztes Wochenende live in Lux am Schwarzen Bär. Aber zuerst, ich muss das vorlesen. Die Top-Meldung of the Tag. In April, Mai, wir hatten zwei Gäste von Arminia Spartans gehabt. Und die waren in der dritten Liga. So, unser Team hat dann zu dem ersten Heimspiel gegangen, die hat gewonnen. Und nie wieder ein Heimspiel verloren. Und letztes Wochenende in Kiel, die hat 9:48 gewonnen. Und jetzt unsere Freunde von Arminia Spartans, that was Frühstücks Frankie as President, Ina as Allround-Talent and Organisation, Willie Robinson, the Trainer, und die ganze Mannschaft sind direkt aufgestiegen in die NFL. Oh, NFL, GFL 2, sorry. It was die NFL jetzt gestern. Das ist unser Lord Mayor, Herr Stefan Schostok. Und er ist ein Mann an ein Wort. Er hat von mir letztes Jahr versprochen, in eine von meinen Sendungen gekommen und heute ist da. Gestern war der erste Tag der NFL. Bist du ein NFL-Fan? Ich habe mal ganz kurz was versucht zu gucken, ne? Bei Eurosport, glaube ich, lief das, ne? Bei Seven Max oder so. Ja, so heißt das, genau. Ja. Ein bisschen was geguckt habe ich dann, aber das schaffe ich eh nicht mehr. Ich Nein. bin froh, wenn ich Handball und Fußball hier gucken kann. Und, manchmal Eishockey. Ich konnte das auch vorstellen. Wenn du bist ein Kind, was war deine Sportarten? Was hast du gespielt? Also zuerst immer Fußball, bis meinem Vater das zu viel wurde. Der hatte Angst, dass ich dann nur noch Fußball spiele, aber dann bin ich zum Leichtathletik und auch Geräteturnen, Reck und solche Sachen gewechselt. Aber ich habe immer Sport gemacht. Ehrlich? Das ist eine Überraschung, Gymnastik. Was hat dein Vater dann gemacht? War er auch ein Sport? Der ist ein ganz heißer Fußballfan. Erst schleppt er einen mit ins Stadion und dann soll man aber selber, genau, dann soll man aber selber nicht so viel spielen. Er hat immer Angst gehabt, dass man dann nicht sich so viel um die Schule kümmern würde. Aber ich war bei 96, als das sozusagen bei den Kids waren, gespielt. Dann viel natürlich in der Schule, auf dem Schulhof, Einriede. Das wurde gespielt und dann bin ich zum Rasensportverein 26 gewechselt und dort habe ich dann auch noch Leichtathletik und solche Sachen gemacht. Ja, und dann, du bist dann als Jugendlicher bestimmt als Student auch ein Musikfreak, oder? Gewesen? Hattest du Musik angehört? Weil du bist geboren in 64, so denn das heißt, du musst eine Rock'n'Roller sein. Oder bist Beatles noch gut mitbekommen, alles. Ja. Ne? War ganz traurig, als sie sich dann aufgelöst hatten. Ja, ich war auch. Viel zu früh. Dann kommt man in die Grundschule, zweite Klasse und dann lösen sich die Beatles einfach auf. Ne? Ja, und was ist du denn hier in ein studentisches Jahr? Hattest du lange Haare und Deep Purple oder wie war das? Ich habe The Who gehört ganz gerne. Also das war wicked. Eigentlich My Generation. Genau. Ich war ganz begeistert von so einem Rockpalast-Konzert. Ja. Aber ich habe auch viel andere Musik auch gehört. Also es hat viel Spaß gemacht. Also sogar damals war auch so die Zeit, wo so Klassik und Rock gemischt wurden. Das fand ich dann immer ganz gut. Also da gibt es ja einige, die Klarinette gespielt haben, sogar mit Rockmusik zusammen. Ja, das ist jetzt ein bisschen Ein Deutsch. Anderson und all solche Sachen. Ian Anderson, genau. Ja, from Jethro Tull und so. Ne? Genau. Ja, und du bist dann Student gewesen. Und wie bist du denn zu Politik gekommen? Ja, freiwillig, ganz freiwillig, ohne Zwang. Ja, in meiner Familie war mein Vater aktiv aber in unserer Familie selber gab es alle unterschiedlichen Haltungen. Aber ich fand das Thema Friedensbewegung Ende 70er, Anfang 80er Jahre ganz gut, spannend und da habe ich mich engagiert. Bisschen in der evangelischen Jugend und dann später bei den Jusos in der SPD. Also ich war auch gegen die Politik damals von Helmut Schmidt, was diese Frage der
Aufrüstung anging und diese Rüstungsspirale zu beenden. Und dann habe ich mich später auch noch gegen das sogenannte SDI, also dieses Star Wars-Programm sozusagen. Ja, und hattest du früher dann T-Shirts vom Shea oder bist du ein DFK-Fan gewesen oder Willy Brandt? Du hattest irgendwie keine... Bei uns war das Willy Brandt. Willy genau. Brandt. Okay. Ja, und später dann eben auch ganz andere Themen. Also es ging mehr über Themen dann. Alle schwierigen Themen der Friedenspolitik, dann der Umweltpolitik, Anti-Atom-Politik. Ich habe das auch gelesen in deiner Lebensgeschichte über das. Und bist du auch da zu die große Brockdorf-Demos gegangen? Brockdorf nicht, da war ich noch nicht aktiv. Das waren dann später die Friedenskundgebungen in Bonn und anderswo Hamburg. Große Kundgebungen dann. Ne? Ja. Bist du denn radikal denn gewesen oder bist du einer mit einer Blümchen? Du weißt, die Friedensbewegung, die dann immer so Blümchen in die Gewehre reingesteckt hat. Ja, Peace on Earth. Also so wie die meisten auch ganz normal. Also nicht John Lennon. Aber ein bisschen harder. Alright, du musst arbeiten ganz schön viel, ne? Du musst dazu, 70 Stunden eine Woche, oder? Ja, nicht immer. Aber mir kommt das gar nicht so viel vor. Das ist so eine Mischung aus Leben und Arbeiten. Ne? Und kannst du eigentlich gut schlafen? Ich kann sehr gut schlafen, wie ein Stein. Wie ein Stein. So, aber nicht so lange. Ich schlafe nicht so lange. Also ich bin immer 5 Stunden? Ja, mindestens 5 versuche ich immer hinzukriegen. Okay, aber wenn du hier riesen Auseinandersetzungen im Parlament oder in deinem Landtag oder wie schaltest du dann ab zu Hause? Auch mit Musik oder auch manchmal einen guten Film. Ja. Das gehört eben mit dazu. Ne? Und wenn es irgendwie geht, Sport machen, also jetzt so, Hauptsache wenigstens Fahrrad fahren, das ist schon mal wichtig, aber am liebsten Tennis spielen. Oh, ne? So that is wo da kann man reinpowern. Ja, okay. Genau. Und ich habe dich getroffen über ganz schön viele Festen. Ne? Wir haben uns gesehen hier bei der Kraftbierfest und überall. Ne? Was für dich ist das beste Fest des Jahres? Hier in Hannover? Ja. Also die ganz großen, so wie Schützenfest und Maschsee-Fest, die finde ich schon toll, dass es die Leute begeistert. Aber es gibt auch viele ganz kleine. Ich mag zum Beispiel auch die Kunstfestspiele in Herrenhausen. Und das ist weltberühmt. Das ist etwas. Das kleine Fest im Großen Rat, aber auch die Kunstfestspiele finde ich auch toll. Also das sind so unterschiedliche Kultursparten, viel Musik, aber auch Tanz und Ausstellungen, das finde ich ganz gut. Ne? Ich habe gedacht, dein Lieblingstag ist dann der Donnerstag bei der Schützenfest, bei der Bruchmeister. Bei dem Rundgang, Bruchmeister. Ich habe dich gesehen, zweimal. Das muss Rat sein, oder? Ja, das ist schön, wenn man mit denen zusammengeht, das sind ja so weit über 100, die dann zusammen über den Festplatz gehen. Und die beeindrucken ja auch unser Publikum immer. Also viele, die jetzt nicht aus Hannover kommen, die sagen, das ist einzigartig. Also sowas ich meine, die erste um 5 ist ganz okay, aber die eine um 23 Uhr, manchmal ist ein bisschen... Da bin ich ja schon weg. Oh, okay. Bin ich ja schon weg. Du hast das gehört? Oberbürgermeister muss früh ins Bett gehen. Oh, okay. Was war eigentlich dein persönliches... Du hast viele Sachen erlebt. Du warst auf die Rathausbalkon oder Goldene Buch. Was war für dich das größte Erlebnis? 96 Aufstieg, Team mit Prinz Charles und Camilla oder so. Was war für dich deine kleine Hammererlebnis? Ja, wir haben zum Beispiel das Prinzenpaar aus Hannover, die Trauung. Das war ja die erste Eheschließung, die ich gemacht hatte. Das war schön auf Englisch gemacht. Das war sehr stilvoll im Rathaus. Das war sehr schön. Dann die Aufstiegsfeier von Hannover 96. Aber ich finde die Veranstaltung, die wir auch am Rathaus machen, also die Neujahrsempfänge zum Beispiel. Wir laden ja alle Hannoveraner ein, dass sie am Anfang des Jahres, immer so zwischen dem 7., 8., 9. Januar, da laden wir alle ins Rathaus ein und im vergangenen Jahr nach Herrenhausen. Und da kommen dann auch immer viele Tausend. Das finde ich eigentlich so die schönste Veranstaltung, die wir machen. Aber es gibt viele Kulturfeste, die wir um das Rathaus herum machen. Das ist auch sehr schön. Als wir eben gesagt, du musst dann viel Bier trinken, ne? Welche Art Bier machst du gerne? Wir sind in einer irischen Kneipe hier. Trinkst du gerne Kraftbier, traditionelles deutsches Bier oder ist er etwas aus deiner Erfahrung jetzt mit so vielen Biersorten? Ich bin ja alkoholfrei.
trinke ja nur alkoholfreies Bier. Ja, aber jetzt ist es auch eine Wahnsinn, wie das viel. Das geht jetzt, ne? Das geht jetzt. Aber ich habe ein schönes entdeckt, das ist mir auch empfohlen worden, gerade bei dem Bierfest habe ich immer gefragt, wann kommt denn endlich das alkoholfreie Craft-Bier? Ja, da gibt's. Und es gibt jetzt ein IPA, das heißt 2-3 Liberis. Und das ist ein ganz tolles alkoholfreies Bier. Mit dem Mango-Geschmack. Ne? Leicht Mango-Geschmack. Wir haben das in der Sendung gehabt. IPA Liberis heißt das. In einer blauen Flasche. Nee, da hast du das verwechselt. Eine andere Flasche. Sieht eigentlich von Riedle ist das. Ja, das ist ganz, total. Ja, ganz das lecker, auch, ganz toll. Ich finde das auch. Ich finde das letztes Mal, there was paar kuriose Geschmacksrichtungen wie Knoblauch und Dinkel oder aus Bautzen Senf und Honigbier oder sowas. Ist ein bisschen verrückt. Aber ja, wir gehen ein bisschen in die Politik jetzt. Meine Mitbewohnerin will wissen, warum in der Sommer ist immer so viel Baustellen überall. Ich habe sie gesagt, weil es zeigt, dass Hannover es gut geht, weil er Geld das auszugeben. Gute Begründung, ja. Ja, ihr weißt noch. Und wenn die ganzen Baustellen sind vorbei und alles ist aufgebaut, dann sind alle zufrieden. Aber ihr müsst das erst bauen, bis zur Zufriedenheit. Das ist wie das wie die Wurzel. Ne? Du musst erst den Samen haben, bis das geht. Also es ist immer mit Belastungen verbunden, aber wir haben gerade in der Sommerpause, wird natürlich viel gebaut. Das ist ganz klar, weil dort die Sommerferien sind und wir nicht so viel Straßenverkehr haben. Und dann kann man dort besser die Baustellen in den Sommerferien aufmachen. Ja, ich habe das auch gesagt. Du kannst das nicht. Aber es ist nicht nur die Stadt Hannover. Ne? Es baut die Telekommunikationsunternehmen, Deutsche Bahn macht natürlich Brückenbau. Also wir haben viel zu tun dort. Ja, sowieso. Aber die Frage ist, das ist die Frage, welche Frage, du gehst auf dieses Festen, du kriegst 20 Millionen Omis da und Leute. Was Frage nervt dich? Was die meistgestellte Frage ist? Oder einer, das richtig ist, die auf der Pelle. Der muss einer sein. Komm. Bei den Leuten? Bei den Leuten sind die nichts an mich, aber ein offenes Herz. Der muss eine Frage sein, der richtig, weiß nicht, hast du keine. Da fragst du mich zu viel. Du meinst jetzt die Frage, ob ich mal irgendwann heiraten möchte? Nein, ich frage jetzt, das ist eine andere Frage. Ich frage dich, der ist eine Frage, der ist gestellt bestimmt 1000 Mal pro Jahr das gleiche Frage. Ist wahr, sowas gibt es, so eine Frage gibt es? Ja, sicher. Der eine kommt zu dir und sagt, warum kannst du das nicht machen? Warum kannst du das nicht? Der muss anders sein. Oder willst du das nicht jetzt? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du meinst. Also ich meine, der muss eine Frage von der Gesellschaft, von den Leuten. Der kommt zu dir. Ist das egal? Und ich bin du bist auf der Rathausfest. Ja. Einer kommt zu dir und du hast das in einem Tag das gleiche Frage 10-mal gehört. Kann ich mich nicht erinnern. Also ich kriege so viele verschiedene Fragen gestellt. Der ist keiner, der nervt dich. Nein, überhaupt nicht. Also bisher habe ich überhaupt gar keine nervige Frage gehört. Überhaupt nicht. Ich kann es nicht glauben. Stell du mir mal eine Frage. Alright, dann, nein. Nein, ich okay, ich stelle dir eine Frage. Wenn du stehst auf und Donald Trump hat eine schlechte Nacht gehabt, weil er gibt keine Ketchup fürs Hamburger danach davor. Und jetzt die Welt geht runter. Wie denkst du über Donald Trump? Also ich denke daran, dass es viele Staatenlenker gibt, die wirklich ein Risiko für die Weltgemeinschaft mittlerweile in ihrer Art des Politikmachens darstellen. Ja. Ne, dass dieses Thema Frieden wirklich schwer bedroht ist. Der innere Frieden in den Gesellschaften, aber auch der Frieden zwischen den Staaten. Also dass sehr schnell dieser Begriff Handelskrieg in den Mund genommen wird und dass man auch durchaus kriegerisch denkt, sehr stark in so kriegerischen Kategorien denkt, das finde ich wirklich bedrohlich. Ich auch. Ne? Und auch das Geschichte mit das... Also wir haben viel Terrorismusanschläge gehabt, das sind so Fragen... Ja, aber in Deutschland, wie viel hast du gehabt? Nee, wir nicht, aber wir haben die Androhung haben wir häufiger gehabt. Da vorher. Ne? Was ist der Unterschied zwischen der RAF und was ist hier abgelaufen? Ich finde, das ist auch das Russian-Phobie. Was macht Russland? Natürlich, es gibt viele Sorgen, aber es wird natürlich auch sehr zugespitzt, auch in den Diskussionen, aber man sieht eben konkrete Anschläge in den großen Städten Europas.
hat man in den vergangenen 10 Jahren wirklich schwerste Anschläge gehabt und dafür müssen wir mittlerweile auch sorgen. Wir müssen alle Feste sicherer machen. Ich weiß, ne? In Großbritannien, wir hatten auch die IRA, ja. wir haben auch die islamische Sachen gehabt und die Bussen und so. Genau. Alright. Aber ich finde, manchmal ist es ein bisschen übertrieben. Weil wenn die Europäer oder die Amerikaner sind nicht die Unterstützer für bestimmte Go back in history und gucken das Wurzel, wo das alles kommt von, dass viele Sachen werden nicht passiert. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber ich meine, wir brauchen nur the weapons of mass destruction zu sagen für den ersten Irakkrieg, für was für eine Lüge das war. Aber wir gehen außer das. Ne? Das sind heiße Diskussionen. Das ist nichts. Mein Vater hat immer gesagt zu mir, wenn du bist mit der Lord, du darfst nicht über Politik, Gott und Sex Doch, reden. man kann über alles, reden. Ja, die meisten Menschen wollen wissen, wie zum Beispiel für ihre Kinder die Kinderbetreuung organisiert wird, die Kindergartenplätze, die Schulen, ja, aber wie die sich das ist ein entwickeln. PubTalk. Wir sind nicht bei NDR Nicht im 3. Pub, genau. Wir reden über etwas anderes. Ja, und wenn du hast angefangen mit Politik, da war keine Internet und es ist keine Marketing. Kann man sich nicht mehr vorstellen dann, heute, du weißt, ne? Ja. Und du weißt, ne, wir sehen das jeden Tag, so viele Fake News, jedes Mal, du machst eine Zeitung auf, du weißt nicht, was ist wahr und nicht wahr. Wie glaubst du, der normale Wähler soll das auseinandersetzen auf der Straße heutzutage? Ja, er kann viel rausfinden, natürlich auch selber. Man kann auch durch das Internet die Wahrheit herausfinden. Man muss alles kritisch hinterfragen, das ist so. Ja, aber ich meine, der normale... Aber Verschwörungstheorien gibt es auch eine ganze Menge. Also ja, ich finde das CNN-Interview mit Donald Trump direkt nach die 9/11-Bombing, dass er hat gesagt, there were bombs in the blocks, ne? in the 3 Hochhäuser war Bombs da drin. Ja, wir haben aber hier auch tolle Sender und auch Zeitungen, die... okay, dann nennen mich ne? eine Zeitung, die du lesest. Ich lese... Außer der Neue Presse und Hatz. Ach so. Hatz, NP und Bild in Hannover lese ich natürlich und dann lese ich Spiegel, Zeit, Welt, Frankfurter Allgemeine, Rundschau und Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen. Ja, ich habe das jetzt rausgefunden, dass ich habe 2 Apps. Ich habe 23 amerikanische Zeitungen und die eine und 22 englische Zeitungen und die andere. Und du kannst das Spektrum von Wahrheit und wer ist hinter. Du weißt um der Großmacht. Hier ist Matzek. Und das ist auch traurig jetzt, weil es in Neue Presse an der Hatz ist eine Fußballabteilung jetzt. Der Buzzer. Der Buzzer. Es ist nicht früher einer so, das sind irgendwie ausgeglichen. Ne? Aber gute Journalisten. Ja, die kennen wir ja auch persönlich. Ne? Uwe und alles. Ja. Es geht nicht darum. Genau. Aber ich rede von der Vielfalt. Der Vielfalt. Aber ich kann ja alles vergleichen. Wir haben eben nicht nur eine Zeitung in Deutschland. Ja, aber das Ding ist, der normale Mensch auf der Straße kriegt das nicht mit. Durchs Internet kriegen die so viel mit. Die können ja in jede Zeitung fast kostenlos reingucken. Es gibt ja nicht überall die Paywall. Nicht überall. Man kann sehr viel lesen. Die Adblock machen und so, ja. Aber man kann auch mal für ein paar Pfennige kann man sich auch in so eine Zeitung reinlesen. Man muss nicht immer gleich das Jahresabo abschließen. Ne? Also die Möglichkeiten sind besser geworden, man muss sich aber ein bisschen bemühen. Auch. Okay, nächste Frage. Du bist eine Lindianer. Ein Lindianer, genau. Und, ein Lindner. Ein Lindianer. So, du wohnst da. Wie ist das für dich? Das ist auch eine Frage heute. Ja. Mit Parken. Mit Parken? Ja. Ich fahre Fahrrad. Nein, aber Parkmöglichkeiten, manchmal nehme ich den Dienstwagen auch und parke in Linden unproblematisch. In der List war es schwieriger, Südstadt ist noch schwieriger. Ne? Also in Linden, dass man ein bisschen zu Fuß gehen muss, das ist manchmal so. Man kann nicht vor einem Haus, wo 20 Leute drin wohnen, an einer Stelle 20 Autos stapeln. Das geht natürlich nicht. Aber ich finde so an Linden eigentlich alles andere wirklich auch sehr schön. Ne? Man hat aber viele. Der Linder Markt ist toll, von Altengarten. Wo du wohnst, du bist in der perfekt 10 Minuten zu Fuß, Stadien, 10 Minuten zum Büro, zum Rathaus. Mit der Fahrrad ist 5 Minuten mit dem Rad, das ist schon toll. Ja, das ist auch toll. Kochst du?
Ich kann kochen, aber im Augenblick so richtig viel außer Nudeln koche ich nicht. Ehrlich? Wohnst du zusammen mit einer Freundin? Ja. Oder so sie ist da mit der Bratkartoffel und Spiegelei? Nee, oder? die muss auch arbeiten. Und Also was muss man macht schon sie? teilen. Muss man schon teilen. Ist sie auch eine Politikerin? Die arbeitet auch ganz normal, so wie ich. Ich bin ja auch Oberbürgermeister, nicht Ja, da ist Politiker. so. Lord mehr. Das klingt besser. Okay, ich weiß noch nicht, wie viele Minuten habe ich noch? 3. Ja, okay, wir gehen auf Männersache. Du wolltest jetzt. ja noch auf die 96-Themen kommen. Und Ja, Indiens. Was? 96? Wie findest du Hannover 96? Ich fand das Alright, die nächste Frage ist heute in der Zeitung, überall. Ich wusste das nicht bis gestern. Das Horst Held Geheimvertrag. Wenn dein Manager hat 2-mal solche Scheiße gebaut mit Köln und Wolfsburg, würdest du ihm einen Vertrag gegeben? wenn es ein sehr guter Manager ist, und das ist er. Nur weil du wohnst in der List, aber... Nein, in Linden wohne ich. Nein, er. Ach so. Nein, findest du das okay? Ich hatte mit ihm gesprochen, der ist sowas von vernünftig und dass der Markt natürlich kompliziert ist. Aber es muss fair sein, ne? Es muss transparent und fair sein. Das muss, ich glaube, ich würde das auch mit unserem zweiten Gast sprechen. Das war auch ein Riesenproblem mit ihm, mit der Boykottierung letztes Jahr mit den Fans. Wenn die Fans boykottieren, versuchen eine Mannschaft auszubauen und jetzt in der Mannschaft selber sind ein bisschen wehgetan, weil die geben 100% und die Zuschauer sitzen da wie Bananas. Ihr weißt, das ist keine Fußballfan. Da weißt du aber eben auch, wie wichtig diese Fans eben auch sind. Ne? Ja, aber man muss mit so einer Macht auch angemessen umgehen und das ist, wie toll das jetzt ist, wo die Stimmung wieder da ist, das sieht man. Und die erste Spiel. Die Stimmung war richtig gut. Ja, ich weiß, super. Ganz toll. Dann vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ich hatte ein bisschen Angst mit Siezen und Duzen, aber das ist alles cool. Immer schön durcheinander gemacht. Vielen Dank. Danke Es war ganz super, dass du bist der ein Mann, ein Wort, unser Bürgermeister Stefan Schostok. Genau. Ich habe das richtig gemacht. Und jetzt kommt unser musikalischer Gast, QBIC, mit der ersten Lied. Und der ist called The Halftone Drop. Oder, ja, The Halftone Drop. So, see you later, Alligator. Hold on, better think of what you wanna do. It all comes back to you. Just sit back and remember all the shit you put her through. It all comes back to you. Act like a slut, like a hoe, or treat me just like lovers do. Say, is it worth to fix, or is it time for something new? It all comes back to you. Today I feel, yeah, just like a rolling stone. Is it for real, baby? I just can't find a home. Don't know what I'm looking for, but I can find it now. Don't know what I'm looking for, but I can find it. Woo! You got me. You got me now. Whoop, whoop. You got me. Yes. You got me. Hold on, better think of what you wanna do. It all comes back to you. Just sit back and remember all the shit you put her through. It all comes back to you. Act like a slut, like a hoe, or treat me just like lovers do. Say, is it worth to fix, or is it time for something new? It all comes back to you. Today I feel, yeah, like I should move on. Is it for real? I just can't find a home. Don't know what I'm looking for. I just can't find it. No. Don't know what I'm looking for, but I can find it. Woo! You got me. You got me now. Whoop, whoop. You got me, yeah. You got me. Hold on, better think of what you wanna do. It all comes back to you. Just sit back and remember all the shit you put her through.
Say, is it worth to fix, or is it time for something new? It all comes back to you. Ja, meine, vielen Dank für die Musik. Das war QBIC und das war Arne. Normalerweise, wie ihr konntet das hören, spielt Schlagzeug, aber er spielt Gitarre heute und unser Freund Gerrit an Gesang. Jetzt, ich bin hier nicht mit Vater Ted, der berühmteste von allen irischen Pastoren oder Vaters. We have Mr. Heinrich Plochg from St. Joseph's in the List. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, herzlich willkommen, danke. Welcome. Ja, ich freue mich, du bist da. Ich hatte versucht, letztes Jahr dich reinzubringen, aber leider, du hast keine Zeit gehabt. Du hast auch eine Reise gehabt nach Irland. Ja. Weil da ist ein Teil, du kannst für 10 Tage nach Irland auf eine Pilgerfahrt fahren mit Heinrich und wie viele Leute? Wir fahren mit 30 Leuten am 1. Oktober 10 Tage. Aber in August, wie oft pro Jahr machst du das? Ich war im letzten Jahr war ich mal allein. Was heißt nicht allein, meine Schwester war mit. Wir haben das genossen, mal einfach diese Fahrt vorzubereiten. Und dann haben wir Irland mal von einer ganz einfachen, eigenen Sache, also auch von uns aus kennengelernt. Und jetzt fahre ich mit 30 Leuten. Ja, ich habe geguckt, du fährst überall, kleine. Was macht eine Pilgerstadt aus? Naja, pilgern heißt erst einmal sich auf den Weg machen. Das ist hier jetzt natürlich nicht so einfach. Viele denken dran zu Fuß. Ne, das geht aber nicht. Wir werden sicherlich Dinge zu Fuß machen. Aber um Irland zu bereisen, brauchen wir schon den Bus. Ja. Pilgern kann man auch mit dem Bus. Aber wir werden auch dort nicht nur heilige Stätten besuchen, sondern auch das Bier kosten. Ich habe das auch gesehen, der letzte Tag. Du hast der gehen zu Guinness. Ja, und ich wundere mich, dass ich hier Wasser trinken muss. Ja, ich wollte das dir anbieten zum Schluss. Zum Schluss? Zum Schluss. Ich wollte dich erst nicht verwirren, dass wir wollen dich ein bisschen breit machen und ein bisschen andere Geheimnisse von der Kirche herausbringen. Wir machen das später. Ich habe das alles bestellt. Aber zurückzukommen auf den Guinness-Store freue ich mich. Ich kann das auch vorstellen. Was hier oder da. Ich will gucken. Das ist ich kann vorstellen, das ist ein richtiges Erlebnis in der Guinness Brauerei, da hinzugehen. Ist sehr groß. Also ich war letztes Jahr auch schon einmal dort, um es vorzubereiten. Und das Beste war, das Guinness selbst zu zapfen. Mal eine Anleitung zu bekommen, wie zapfe ich das richtig und so. Schöner war natürlich dann, wir mussten die 3 bis 4, die wir gezapft haben, auch trinken. Oh. Hatten aber nur 10 Minuten. Vor 4 Sekunden. Ja, genau. War ein bisschen viel um die Mittagszeit. Ja, da kann ich es auch vorstellen. Aber in Irland gibt es auch andere Artfesten, zum Beispiel mit Guinness und Austern in Deutsch, ne? Fest und so. Aber ich gehe zurück zu das später. Du hast auch ein Fest im August gehabt mit irischer Musik jetzt. Du hast eine. Ja. Wir haben ein Sommerfest, 2 Tage, und der Samstag ist jetzt seit 4 Jahren so ein bisschen schon Tradition geworden. Das wird immer ein irischer Abend werden und das ist auch geworden. 3 More Pints waren da, war wieder herrlich. Herrlich. Und ja, bei Guinness einfach die Abendsonne genießen und bei guter Musik. Ja, aber du bist nicht nur, du machst Veranstaltungen für deine Kirche, du bist auch ein Mitglied von der Listermeile-Aktion, also wir sind auf der Listermeile mit vertreten, bei jedem Fest eigentlich, weil ich komme ja aus der Listermeile mit meiner Gemeinde. Ja, und wo kommst du eigentlich her? Ich aus Westfalen. Und wo? Mettingen bei Ippenbüren kommt meine Mutter her. Ja. Und mein Vater kommt aus Haselünne, ist bekannt durch Behrensen. Oh, da ist eine Art Schnaps. Ja, meine Oma hatte dort eine, wie man heutzutage sagt, Kneipe. Alright, Kneipe. Keine Inn. Alright. Und, Emsland ich meine, wenn du kommst aus so einem Hintergrund, wie bist du denn und wann hast du gedacht, ich würde eine Bote Gottes? Naja, das ist schon schwierig.
weil das nicht eigentlich so schnell zu erklären ist. Ich bin ja von Haus aus Einzelhandelskaufmann. Ja. Und den habe ich auch gelernt im Beruf, habe das auch sehr gerne gemacht. Und dann kam einfach nicht, also mir ist kein Stein auf den Kopf gefallen oder ein Engel erschienen, sondern das ist auch ein Thema, was wächst. Wir waren natürlich schon immer auch mit der Kirche verwurzelt. Ich bin, obwohl ich hier in Neustadt am Rübenberge groß geworden bin, war da schon Diaspora. Das heißt, wir mussten, wenn wir zur Kirche gingen, auch 20 bis 30, manchmal 40 Kilometer fahren, um einen Gottesdienst teilzunehmen. Nicht so wie in Hannover mal an jeder Ecke. Und so haben wir auch eine Kirche gebaut, also aufgemacht, das habe ich so miterlebt. Und irgendwann hat ein Student gefragt, oder vielmehr bei der Bundeswehr war das, hast du nicht Lust, auch zu studieren, Theologie? Und wie man das so auch in der Bibel liest, nee, habe ich nicht. Und dann ließ es mich nicht los. Und irgendwann, ganz kurze Geschichte, irgendwann war ich dann da. Die Tür war auf genau. und du bist reingegangen. Ja, das ist erstaunlich. Wie alt bist du denn gewesen? Ich bin als Student 25 gewesen. Oh. Right. Und wie lange dauert das, bis du bist denn Vater Heinrich? Ja, das ist gut gesagt. Das Studium, was ich begonnen habe, weil ich schon mit 25 doch ein bisschen älter bin, habe ich Trimester gemacht. Da muss man dann eben doch ein bisschen schneller dann dran arbeiten. Kann nicht nebenbei noch Geld verdienen, sondern Trimester ist schon echt schwierig. Aber ich war dann auch schon mit 30 fertig, ging dann in die Ausbildung und ja. Und was ist die Ausbildung? Sagen Sie mir nicht Kreuze zu basteln. Ich würde, Nein, zu lernen, wie man verheiratet, wie man beerdigt. Und ja, genau, das einfach so dabei sein, man kann eine Lehrstelle beginnen. Okay, und das dauert? 2 mal 3 Jahre. 6 Jahre? Ja. So jetzt du bist 36? Nein, ich? Nein, dann bis, bist ja, du bis 36. Und dann habe ich meine ersten Pfarrei übernommen und jetzt hier in Hannover. Und wo war das? Das erste war in Salzgitter. Ja. Und ich war in vielen Städten um Hannover herum. Ich war auch in Braunschweig, das darf man in Hannover ja immer nicht so laut sagen. Und in Wolfsburg, ich war eigentlich in Peine, da habe ich die Ausbildung gemacht. Und jetzt bin ich in Hannover schon 15 Jahre. Ja. Weißt du, du hast etwas, das verbindest dich mit der Dublin Inn? Außer deiner Zettel hinter der Tresen. Nein, ich war schon öfters hier. Also es ist nicht so, dass man das nicht kennt und dass ich das nicht kenne. Ich kenne es eigentlich schon 15 Jahre. Aber ich bin auch jemand, der gerne mal in Hannover... Nein, da gibt es einen anderen Grund. Echt? Ja, du hast die Tochter von... Ja, das stimmt. Ja, du hast die Tochter von Betty, der Besitzerin von hier, Alexandra und ein Mann, in deiner Kirche geheiratet. Ja, das stimmt, genau. Ja, witzig, ne? Ja, das auch. Ich kriege alles raus. Ja, du kriegst wirklich alles raus. Alright, der nächste ist, du bist ein Motorradfahrer auch, Ja, oder? Ich habe das gesehen. Aber ich habe gedacht, da gibt es nur einen Gott bei Motorrads. Und ich habe gesehen ein Bild von du und ein anderer Pastor at einen Gottesdienst vom letztes Jahr oder dieses Jahr. Ja. Aber da gibt es nur einen Gott bei, und das Harley Davidson. Wie hast du jetzt in der Kirche, wie ist das auf einmal? Ich habe das nicht so gesehen in Großbritannien, aber in Deutschland, in Norddeutschland, ich habe das auch in Hamburg gesehen, mit 20.000 Bikes auf einmal, der bei Gottesdienst, auf St. Pauli bei Harley Days. Aber wenn hast das angefangen, so groß zu werden, eine Kirche in Verbindung zu Motorrädern? Und was ist dein Motorrad? Ich fahre eine Suzuki Intruder, das ist für mich gemütlicher bei meiner Figur, so ein bisschen auf Shopper-mäßig. Ja. Aber wann hat das angefangen? Du, ich glaube, wenn man selbst ein Hobby hat, überlegt man auch, wie kann man das einsetzen. Und wir sind mehrere Motorradfahrer bei uns in der Gemeinde. Und irgendwann nach so einer Tour kam dann mal so die Frage, wollen wir nicht mal einen Motorradgottesdienst machen? Dann haben wir das begonnen. Und wenn, habe ich gesagt, ziehen wir das gleich richtig auf. Motogo heißt der auch, Motogo Hannover. Und der beginnt auch immer am George, weil dort sich ja freitags immer die Motorradfahrer treffen. Ja, ich habe das gesehen. Genau, und also als Verbindung fangen wir dort an und machen dann meistens danach noch also wir hören dort Musik, ja, Irisch hatten wir noch nicht, mal sehen. Und dann gibt es eine Fahrt, eine Demofahrt für mehr Partnerschaft im Straßenverkehr, um die 19 Kilometer durch Hannover und dann ist Gottesdienst, Gospelgottesdienst.
für die Verstorbenen. Und so dann nach den ersten 3 Jahren war es dann ökumenisch, deswegen hast du 2 Pfarrer gesehen. Ja, gesehen. Und jetzt machen wir es ökumenisch, einmal in seiner Kirche und einmal bei mir. Ja, das ist interessant. Ja. Ja, du bist nicht nur das, du bist auch ein Mitglied von der AIDS-Stiftung hier in Hannover. Ja. Findest du, dass in der letzten Zeit das ist irgendwie in Vergessenheit gekommen? Ja. AIDS? Ja, sage ich sofort ja. Also es ist so, wir unterstützen die hannoversche AIDS-Hilfe, auch bei Veranstaltungen. Wir machen selbst eine Veranstaltung alle 2 Jahre mit Lutz Redeker, den kennst du vielleicht auch. Ja. Die Unterstützung eben für die hannoversche AIDS-Hilfe. Und was wir dort an Erlös erwirtschaften, geht immer auch ein Teil zu einer Stiftung in Hannover, die uns gerade aktuell auch gefällt, würde ich mal so sagen, hört sich komisch an, wo wir sagen, die haben das auch nötig, dass man sie unterstützt. Ich glaube, es ist in Vergessenheit geraten, weil auch in den Medien kommt es selten vor. Es ist meistens zum Welt-AIDS-Tag, aber es ist immer noch Vorsicht geboten und das ist auch richtig. Und Kondome schützen, das ist natürlich immer als Pfarrer, gerade in der katholischen Kirche, nicht gut gesagt. Aber ich glaube schon, dass das ein großes Thema ist, was wir noch wieder weiter nach vorne bringen müssten. Right, so dann gibt's das. Und jetzt wir gehen weiter. Du bist auch einer Vermittler letztes Jahr. Respektvoll zwischen Hannover Fans und Hannover 96, oder? Du bist da immer der auf der langen Tisch gewesen in Heinz und hast angehört und ja, es ist so, dass wir zwischen den einzelnen Parteien haben wir mal vereinbart, dass wir da nicht ganz viel Auskunft geben. Etwas kann ich dir sagen. Ich habe mir das natürlich im Heinz angeguckt, wenn ich schon angefragt werde, ob es bei uns eine Veranstaltung geben kann, um den Fragenkatalog zu beantworten. Dann muss ich auch gucken, um was geht es auch. Ich habe mich sehr damit beschäftigt. Habe natürlich im Heinz geschaut, wer ist das eigentlich so, habe mich auch zwischen die Ultras gesetzt, oben einfach mal zu schauen, welche Atmosphäre herrscht da, was ist das eigentlich, was bedeutet das. Es ist nicht einfach, es ist eine schwierige Situation. Ich persönlich sage, es ist schon da auch von Hannover 96 sehr viel beantwortet worden. Aber wenn man das Ganze nimmt, sind das 2 Parteien, das ist wie in einer Ehe. Wenn es kracht, kracht es. Und dann muss man gucken, wo ist da eine Lösung, wie kann man einen gemeinsamen Nenner finden. Ja, der kleinste gemeinsame Nenner ist, glaube ich, jetzt erstmal, dass wir wieder Stimmung haben. Ja, aber ich glaube nicht, dass das alles so erst einmal vorbei ist, sondern jetzt geht es einfach nochmal darin, auf Augenhöhe zu schauen. Das machen jetzt andere. Es ist Stellt dabei und sind andere, die so ja auch vom Fanbeirat schauen, wie kann es jetzt auch weitergehen. Aber das, was erstmal wichtig war, ich habe es beim Dortmund-Spiel erlebt. Ja, das war wie alten Zeiten. Der war echt wirklich auch der ganze vom ersten. Aber das ist immer so gegen Dortmund. Ich habe niemals Dortmund bringt sowieso genug Stimmung mit von alleine eine gute Unterhaltung. Ja, ich bin auch sehr vorsichtig, weil ich einfach sage, ich möchte jetzt einmal mal weiterschauen. Aber ich finde die Stimmung erst einmal gut, weil ich selbst schon mal auf dem Rasen gestanden habe und man hört auch alles. Ich weiß ja, nicht, also man hört auch alles. Ich habe auch immer gedacht, ach, das ist so weit weg. Nee, aber nein, ich kenne das. Ich war auch ein Tor bei Stevie Cirandellos Abschiedsspiel. Aber das Ding war, du kannst wirklich alles hören. Und wenn du bist Stück Dreck, du bist ein Stück Dreck. Oder du kriegst das. Oder es ist ganz komisch. Und das geht ja an einem auch nicht vorüber. Ne? Nein, das ist auch eine Sache, was ich wollte eben fragen. Ich habe auch den Bürgermeister gefragt, wie findest du das mit der Geheimverlängerung von Horst Hells Geheimverlängerung von dem Vertrag? Ist das so geheim? Ich habe es andauernd schon in der Zeitung gelesen. Also, jetzt, aber vorher. Ja, aber ich weiß nicht. Also man sagt immer so geheim. Die haben natürlich verhandelt und das tun sie. Es ist sicherlich auch ihr gutes Recht. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich meinen Arbeitsvertrag aushandle, gehe ich ja auch nicht als erstes in die Öffentlichkeit, sondern erst einmal wird mal geguckt, was will ich für Geld haben, und dies und jenes. Und dann kann ich auch in die Öffentlichkeit gehen. Ich glaube, dass manches viel zu schnell in der Öffentlichkeit ist, ohne dass es vielleicht auch selbst betrieblich ausdiskutiert ist. Also ich freue mich, dass er das gehabt hat.
als Pfarrer würde ich sagen, immer eine dritte, vierte Chance. Ja, es ist immer Ich finde so. ihn ganz gut. Alright, da gibt es sowas wie eine Heilige für Fußball. Der ist 70 Zentimeter groß, geschnitzelt aus Österreich. Geschnitzelt ist gut. Ist es geschnitzelt? Nein, geschnitzt. Geschnitzt. Aber macht nichts, geschnitzelt, das esse ich auch gerne. Geschnitzelt, alright. Geschnitzelt aus Österreich heißt Luigi. Ist es? Luigi. Und das ist der Patron Saint, der Schutzpatrone. Der Fußballer, ja? Der Fußballer. Wie hast du das hinbekommen, dass du hast das gefunden und das zu 96 gebracht? Ja, war eine kuriose Geschichte. Also manchmal nervt es einen Pfarrer auch, wenn die Mannschaft nicht so spielt. Und dann kommen ständig von links und rechts Freunde, die sagen, du bist doch Pfarrer, mach was. Ja, was soll ich machen? Ich habe schon alle Heiligen angerufen, die es gibt. Ja, aus den Heiligen Antonius, der für verlorene Tore zuständig vielleicht. Ja. Aber das klappt nicht. Und dann habe ich das mal gegoogelt, ob es nicht einen Heiligen gibt für Fußball. Und da kam dieser heilige Luigi, dass der gerade kreiert war vom Papst für Fußball. Dann habe ich das ein bisschen weiter gegoogelt und ja, da habe ich gedacht, den musst du haben. Hab den besorgt. Es gab zwei. Es gab noch einen Schweizer Namen, aber den fand ich nicht so gut. Und Luigi Scrosoppi, so heißt er eigentlich, das hört sich an wie so ein italienischer Stürmer. Ja? Und da habe ich gesagt, der passt gut zu uns und dann habe ich ihn bestellt. Und damit wollte ich eigentlich einen Gottesdienst, haben wir auch gefeiert, ihn praktisch nach Hannover einführen. Und irgendwie hat es die Presse rausgekriegt. Und da war so viel los an dem Morgen, dass es waren noch Spieler von Hannover 96 da. Er hat auf dem 96-Rasen gestanden und wirklich Fernsehen und. Und das ist dann eigentlich so, kann man sagen, fast durch die Welt gegangen. Der erste Fußballheilige in Hannover. Ja. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, 3 in Deutschland. Oh. Ja, das ist auch bei, ich glaube, bei Schalke gibt es ja auch der eigene kleine Kirche im Stadion, ne? Eine Kapelle oder so. Kapelle, genau. Alright, dann wir gehen weiter. Wir müssen das jetzt über das sprechen. Nummer 1. Das Sonntag, oder die Beerdigung von Robert Enke. Was das für dich der Mega-Erlebnis? Ich weiß nur, als ein Vater Heinrich, war das richtig Rock'n'Roll? Wie war das für dich? Ja, das ist jetzt schon wieder ein Stück weg. Du holst es jetzt wieder. Es ist so beides. Es ist ein Stück weit jetzt auch für mich als von der Arbeit her, dass ich sage, okay, das ist ein Stück weit weg. Wenn du es zurückholst, war es natürlich wie soll man das sagen, auch eine merkwürdige Stimmung für mich. Ich habe das den Abend gehört. Ich war am Stadion, habe dort die trauernden Fans gesehen und wurde dann gefragt, ob ich das im Stadion machen kann. Ich war vorher mit Frau Käßmann in der Marktkirche hier. Und es war nicht einfach. Ich kann es sagen, es war nicht einfach, da unten zu stehen, aber es haben mir Prominente doch auch viel Mut zugesprochen und habe einige Spieler in der Kabine getroffen. Und so sind wir da raus. Und ich habe gedacht, für die ist es genauso schwierig wie für die Angehörigen, für Theresa Enke. Ja, und dann habe ich da durchgeführt durch die Feier. Für mich ist es ein bisschen ein Thema, weil ich sollte nicht ansprechen? Doch, aber weil die Krankheit ist, glaube ich, dadurch auch noch mal mehr ins Bewusstsein gekommen. Ja, es ist ein trauriges Thema und ich selbst habe es in der Familie erlebt. Mein Bruder hat dann Suizid begangen. Und wir haben es heute in der Tagespresse. Ne? Ja, was ist mit Daniel Kübelberg? Er springt von die AIDA oder so. Er ist ja nicht einfach so gesprungen, weil er Lust und Laune hatte, sondern ich glaube einfach, da ist auch irgendwie, so sagt es heute die Presse, man muss ja mal ein bisschen gucken bei Presse, dass es da auch nicht ganz einfach war, gerade vom Psychischen her. Ja, ich habe das auch gelesen, das ganze Geschichte mit ihm, weil wenn er war jung, er war ein Star und wenn er war alt, er ist auf die AIDA und singt für alte Leute. Und ja, kommen wir aber da noch mal auf Robert zurück. Ich glaube einfach, dass
das auch schwierig zu erkennen ist. Ich bin immer in der Öffentlichkeit, ich kann mein Gesicht wahren, ja, und dies und jenes, aber was ist innen drin? Ne? Ja, ich war da, in diesem Zeitraum, ich war jeden Trainingseinheit da. Und ich habe das nie gemerkt. Ich habe das auch ich sitze zu Hause und auf einmal auf Sat 1 Teddy-Text von früher, Robert Enke ist tot. Whack. It's like Lady Di. Du kriegst ein Telefonat. Hey, Helen's da. Hey, Lady Di ist tot. What? Ich musste da nicht so weit gehen. Aber du weißt, du hast das. Aber ich meine, bei meinem Bruder gehabt. Ja, ich weiß, ich kenne das auch. Tut mir echt leid. Nein, alles gut. Nein, aber ich meine, es ist. Aber das ist echt, weil ich habe Freunde Stevie und Aldin und alles und es ist echt Depression in so einer. Du kannst das nicht kontrollieren so. Ja, man weiß nicht, wie man mit dem Druck umgeht. Oft, das ist jetzt vielleicht auch, da kann man lange drüber reden. Yeah. Aber ich glaube einfach, das Ganze, so schlimm wie es ist, so wie es auch selbst in der Familie hat, das Bewusstsein hat sich ein bisschen mehr geändert. Ob es so weit schon vorgedrungen ist, wie wir das manchmal hoffen, das bewage ich zu bezweifeln. Weil ich glaube, der Druck gerade in Sport, sagen wir mal Sport, wir weiten es mal aus, aber auch im Beruf und Gesellschaft ist sehr groß. Ja, ich auch. Ich finde es wir brauchen es nur über das nächste sprechen jetzt. Ja, es geht darum, dass, zum Beispiel auch jetzt, ich habe das, ich würde sagen, wenn du bist ein Sportler, as it is. Du weißt, du hast immer das Leistungsdruck dir selber. Und es ist egal, welcher Beruf ich glaube ist. Wenn du bist, wenn du hast Depression, du hast Depression. Und da gibt es eine tolle Lied, ich kenne, es geht darum, über, dass oft, du willst nicht mit der Familie reden, weil du hast Angst, dem weh zu tun oder den zu enttäuschen. Ja, klar. Und das ist das Ding, das Enttäuschung. Ich will nicht mit meinem Vater reden, ich hab Probleme mit meiner Frau oder das. Ich muss das alles perfekt haben. Und das ist das Ding. Ja, natürlich zu enttäuschen, aber ich sage auch manchmal, du hast auch eine Verantwortung. Ne? Du hast auch eine Verantwortung gegenüber deiner Familie und da musst du auch zustehen. Ne? Und das ist also nicht so ganz einfach, ne? Denn wenn man dann Kinder hat, wie bei uns in der Familie das auch war, habe ich auch eine Verantwortung gegenüber dem Kind. Ja? Ich weiß, wie das ist, dass man das dann vielleicht in dem Augenblick nicht sieht. Ja? Aber nicht ganz einfaches Thema. Well, Heinrich, wir würden hoffentlich jetzt auf eine bessere Thema kommen. Ich bestelle uns jetzt 2 Guinness. Habt ihr das gehört? Jungs? Bestimmt. Und und wir sagen vielen Dank zu Vater Heinrich und hoffe, er kommt bald wieder mit einem tollen Bericht von seinem Besuch bei Guinness. Ja. Und jetzt kommt meine musikalische Gäste von QBIC. Nach 20 Jahren, da ist auch eine Band zusammen zu sein, für 20 Jahre. 20 Jahre, ja. Das ist ganz andere Zeit. Manche ähnlich. Ja, Mann. Wie in der Ehe. Wie in der Ehe. Und wir wollen jetzt das Lied Like a Bird singen. Und ich sage wie immer, vielen Dank für die Crew, Frankie and the boys and the girls. Ciao for now, as they say, Landau. I feel my breath looking down and try to stop my stress. People behind me want me to go, but wait and watch the flowers grow. Yeah, touch myself on the water and know I'm not in a dream, and so I spread my wings in the sky just like a bird that tried to fly. Hope I'm coming down one day, I said. I spread my wings in the sky just like a bird that tried to fly. But
like a bird, baby, I try to fly. Blue is in my mind, red is so bright and now I'm blind. Well, I hear the teardrops fall like I'm smashing when I hold you. Touch myself on the water and know I'm not in a dream, and so I spread my wings in the sky just like a bird that tried to fly. Hope I'm coming down one day, I said. I spread my wings in the sky just like a bird I tried to fly. But right now I'm far away, I'm so far away, no, no, say, like a bird I tried to fly. Like a bird I tried to fly. Mm-hmm. Well, in the morning I kiss your hair, and then your hands are everywhere. Woo, your mouth is so large and so nice. Girl, with you, I'd like to live it twice, yeah. Touch myself on the water and know I'm not in a dream, and so I spread my wings in the sky just like a bird I try to fly. Hope I'm coming down one day, I said. I spread my wings in the sky just like a bird that tried to fly. Hope I'm coming down one day, like a bird that tried to fly. Just like a bird, just like a bird, I feel like a bird. Just like a bird, as I do feel like a bird. And I try to fly now, now, say, just like a bird, I feel like a bird. Just like a bird, as I do feel like a bird. Like a bird, I try to fly, yes.